Es ist ein wahrer Abgesang auf die Ampelkoalition. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nuripur, bezeichnet das Bündnis aus SPD, Grünen und der FDP nämlich als ein Auslaufmodell. Diese Äußerungen kommen ausgerechnet kurz vor den 3 wichtigen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg und gut ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl im September 2025. Das zeigt viel über den Zustand der Bundesregierung. Der Nuripur will für die Zukunft nichts ausschließen. Allerdings ließ er offen, ob er damit auch den Bruch der Koalition für möglich hält. Mehr von Achim Unser. Ihre gute Laune hatte sich die Parteispitze der Grünen trotz schlechter Umfragewerte erstaunlich lange bewahren können. Doch nun scheinen die Quellen des Frohmuts erschöpft. Die Arbeit in der Koalition sei schwierig, so der grüne Parteichef. Der viele interne Streit mit der FDP sei überflüssig. Die Ampel nur noch ein Bündnis auf Zeit. Diese Übergangsregierung, hätte ich jetzt fast gesagt, aber diese Regierung, Konstellation als Übergang für die Zeit nach Merkel war notwendig. Es ist ja offensichtlich, dass das Vertrauen an Grenzen gekommen ist. Man habe gegenüber FDP-Finanzminister Lindner ein völlig unterschiedliches Verständnis darüber, was haushaltspolitisch richtig sei fürs Land. Doch auch bei den Themen Migration und Soziales laufen die Zielvorstellungen der Ampelparteien immer deutlicher auseinander. Längst laufen die parteiinternen Gespräche darüber, wie man sich für den kommenden Bundestagswahlkampf positioniert. Die SPD kämpft mit schlechten Umfragewerten, nicht nur für die Partei, sondern auch für den Kanzler. An dem wird sie aber festhalten, in der Hoffnung, dass kommendes Jahr die Stimmung im Land wieder besser ist. Das sind schwierige Zeiten, das ist wohl wahr, nicht nur für die SPD, sondern für das ganze Land. Wir befinden uns in schwerwiegenden Krisen und die SPD führt diese Regierung an und da ist es naturgemäß so, dass die Zustimmung schwindet, weil eben diese Krisen als belastend empfunden werden. Dass das Image der Regierung schlechter sei als ihre Arbeit, wie manche behaupten, stimme nicht, so ein Parteienforscher. Die Ampel liefere auch nicht. Immer wieder verspricht man sich, es besser zu machen. Das ist nicht nur dieses katastrophale Außenbild, sondern in der Sache bei wichtigen Politikfeldern. Und ich meine, das ist ja seit vielen Monaten, im Grunde seit Jahren klar, was den Menschen vor allem unter den Nägeln brennt. Da liefert diese Regierung eben nicht so, wie die Menschen sich das wünschen. Lindners FDP hat zuletzt immerhin eines geliefert, jede Menge Ideen und Vorschläge, allesamt nicht durchsetzbar, zumindest nicht bei den derzeitigen Koalitionspartnern. Die geplante Deckelung der Hilfszahlungen für die Ukraine sorgt auch innerhalb der SPD für deutliche Kritik. Der Außenpolitiker Roth sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er sehe darin ein fatales Signal und auch die Union lehnt die Pläne klar ab. Der CDU-Haushaltsexperte Kiesewetter sagte dem Tagesspiegel, sollte die militärische Unterstützung der Ukraine nicht mehr aus dem Haushalt finanziert werden, bedeutet das, dass das Land im Stich gelassen werde. Berichten zufolge stehen in der aktuellen Haushaltsplanung der Ampel für die kommenden Jahre keine weiteren finanziellen Hilfen über die bereits zugesagten Gelder bereit. Die Mittel sollen in Zukunft aus den Zinsen von eingefrorenen russischen Vermögen in Europa kommen. Und auch die Grünen kritisieren diese Pläne. Deshalb ist erstens festzustellen, alles, was bisher der Ukraine fest zugesagt worden ist, wird auch auf alle Fälle weiterhin finanziert. Und wir haben immer bisher die Regel gehabt, wenn es neue Anforderungen gegeben hat aus der Ukraine, haben wir uns angeschaut, ist das ein Beitrag zur Eskalation? Das ginge nämlich nicht. Ist es etwas, was wir überhaupt geben können? Und ist es etwas, was wir mit Partnerstaaten auch miteinander lösen können? Diese 3 Dinge waren immer wichtig und bleiben richtig. Und ich kann nur davor warnen, zu glauben, dass man mit einem reinen Sparkurs zu mehr Sicherheit kommt. Wir kommen da eher zu weniger Sicherheit. Und deshalb ist es für uns nicht eine denkbare Konstellation. Wir, Bündnis 90 Die Grünen, glauben, dass wir im Rahmen dessen, was ich beschrieben habe, der Ukraine die Unterstützung geben sollten, die es braucht.